damals schon alleine dafür 300 Euro so hingeblättert 2008. Naja, das alte Flive war aber auch viel schlimmer, was Upgraden und so anging. Kein Pity-System. Das alte Flive war viel teurer. Und die meisten Leute hatten keine Ahnung, was sie tun. Was es nicht gerade leichter und günstiger gemacht hat. Und Ultimate Upgraden war sowieso der größte Scam. Ultimate plus 9 auf 10 hat eine 0,1% Chance im Flive PC. Und wenn du da Pech hast, da hättest du wahrscheinlich auch, da hättest du wirklich 10.000 Euro in den Cash-Shop buttern können. Und mit Pech jetzt nicht funktioniert. Du hättest ja die Products gebraucht. Shining Orichalcum. Ich weiß gar nicht, ob das noch Penya gekostet hat. Glaub schon. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube actually sogar nicht. Ich glaube, das hat actually sogar keinen Penya gekostet. Aber wenn du alles gecached hättest, da hättest du wirklich sehr viel Geld ausgeben können, ja. Deswegen hat das aber auch so gut wie keiner gemacht. Wie immer. Auch heute noch. Niemals upgraden, immer kaufen. Also beim FEC Serverstart zum Beispiel, wenn du da eine gute Taktik hast, eine solide und dich nicht, weiß ich nicht, ich meine, muss ja jeder für sich grundsätzlich entscheiden. Aber wenn du dich von sowas nicht einlullen lässt, wie Leute, die halt, was weiß ich, wie viele 100 oder 1000 Euro cashen, angeblich, by the way, dann kann man das schon sehr gut spielen. Sehr erfolgreich spielen. Und wenn man nicht zu viel casht, kann man sich das gesamte Cash als Vielfaches in Penya zurückholen, zurückverdienen. Wenn man, wie gesagt, die richtige Strategie hat. Und halt auch ein bisschen einfach weiß, was man tut. Sollte man sich halt am besten schon ein bisschen vorher überlegen, was man ungefähr machen will. Es kommt zwar dann trotzdem immer anders, als man es sich vielleicht vorstellt oder so. Oder spontan, man weiß ja nicht, spontane Entwicklungen. Irgendein Event, das startet oder keine Ahnung, kann alles Mögliche passieren. Oder man weiß ja auch gar nicht, was auf dem FEC überhaupt, keine Ahnung, los sein wird. Wie viele Leute spielen und wie die F-Coin-Preise sind. Und. Wie vorher schon gesagt, mit einer soliden Taktik und 200 Euro ist sogar schon zu viel. Ich würde sogar behaupten, es reichen schon 30 Euro. Oder 50. Also müssen nicht mal Hunderte sein. 10 Euro theoretisch vielleicht sogar. Kann alles funktionieren. Und man muss halt einfach nur, wie gesagt, ein bisschen diszipliniert sein, eine gute Taktik haben und sich nicht von... Und das ist nicht mal das obere 1%, das ist das obere 0,001% aller Spieler. Wenn man die einfach komplett ausblendet, als würden sie nicht existieren, dann ist das sehr gut für deine Mental Health. Einfach so tun, als würden die gar nicht existieren und sich von diesen Stories, von denen die Hälfte safe erstunken und erlogen ist, by the way, einfach ausblenden und ignorieren. Und sich einfach auf sich selbst konzentrieren. Und Spaß haben. Wichtig. Und einen erfolgreichen FEC-Serverstart spielen. Und am besten diese ganze toxische, ich habe 85.000 Euro gecasht, Kacke einfach ignorieren. Weil, wie gesagt, die Hälfte davon stimmt wahrscheinlich sowieso nicht. Wenn man sich Scalas Umsatz anguckt, in den Quartalen, wo der FEC stattfindet, die sind nicht sehr viel besser als die anderen Quartale. Also die sind schon besser. Klar, weil da viel mehr Leute spielen. Aber mal angenommen, es würden nicht nur viel mehr Leute spielen, sondern jeder würde, also keine Ahnung, der durchschnittliche Spieler würde ein paar hundert oder sogar 1000 Euro cashen. Da müssten sich die Ergebnisse verdoppeln oder verdreifachen. Ich meine, bei diesem FEC wird es ganz interessant, weil wir endlich mal wieder neuen Content haben. Die letzten beiden FECs hatten beide den gleichen Content. Also der nächste FEC wird interessant. Der kommende. Aber höchstwahrscheinlich werden die Ergebnisse wieder so ähnlich aussehen wie die letzten Jahre.
Allein schon deswegen ist es unglaubwürdig, dass das mehr als, wie gesagt, die oberen 0,01% sind. Also halt literally 5 oder 10 Leute wahrscheinlich. Mehr nicht. Alle anderen sind im niedrigen vierstelligen Bereich oder im dreistelligen Bereich. Und das dann wahrscheinlich auch nicht zum Serverstart, sondern über den gesamten FEC-Zeitraum. Also nicht sehr viel mehr, als sie sonst cashen würden wahrscheinlich.